Mein Name ist Bilo, ich bin der Gründer vom History of Berlin Kulturjournal. Hier in diesem Format präsentiere ich euch in naher Zukunft viele interessante Videos über Zeitzeugengespräche aus dem Bereich Nightlife, Musik, Kultur, Sport, New Media. Es wird alles am Start sein. Ich habe wirklich jetzt schon über 20 Leute hier auf der Couch gehabt und habe mich heute entschlossen, für euch mal ein Intro-Video zu drehen, um die ganze Sache jetzt zu starten. Ich wurde 1974 in Berlin-Wedding im Rudolf-Virchow-Krankenhaus geboren, hatte dann eine relativ durchwachsene Jugend und bin dann 1980 nach Berlin-Wilmersdorf in die Nähe vom Adenauerplatz gezogen. Dort ging es natürlich voll ab am Kudamm, Skateboard, BMX, diese ganzen Sachen haben mich voll fasziniert, wo ich zusammen mit meinen Schulkameraden damals echt alles ausprobiert habe. Als dann 3 Jahre später, 1983, die Breakdance-Welle hier zu uns nach Europa, speziell nach West-Berlin kam, war ich total angefixt. Es war so, dass du zur Gedächtniskirche an Wasserklops gehen konntest und hast gesehen, wie da ein Kreis war und die ganzen Leute da getanzt haben. Ich gerade mal 8, 9 Jahre alt und dachte mir, wow, das möchte ich unbedingt auch machen. Hab dann immer ein bisschen geübt und so. Und wir hatten in der Grundschule, hatte ich ein paar Freunde, Semi Marbruck und Jan Kernbach. Wir haben dann zu dritt immer Breakdance geübt. Und mein alter Nachbar Wolle, der hat mir dann erzählt, dass einige von den Älteren aus unserem Kiez, die auch schon so ein bisschen mit Graffiti-Taggen und so am Start waren, Wolfgang Frücht, der hat sich Mask genannt, und Raphael Kressmann, CK1, der mein späterer Mentor wurde, die hatten einen Breakdance-Keller. Und wir halt 1983 zu denen in den Keller und haben geguckt, wie die Großen da auf ihrem Linoleumboden da tanzen und dann so Mr. Robot die Welle machen und die Raupe auf dem Boden und richtig Action, und wir natürlich voll am Start gewesen und wollten auch üben. Wir haben dann immer mehr und mehr unsere Breakdance-Moves trainiert und sind dann an den Leniner Platz am Kudamm, dort wo später die Diskothek Far Out war, die Spielothek, dort war eine Passage direkt vor der Schaubühne. Und dort haben wir dann immer mit einem Ghetto Blaster, den mein Papa mir gekauft hat, jeden Tag, wenn die Sonne geschienen hat, unsere Breakdance-Moves gemacht. Natürlich waren wir jetzt nicht die guten Tänzer, aber wir haben dann trotzdem am Ende unserer Show, wir hatten so eine 7-8 Minuten Show so, wo wir uns immer wiederholt haben und so, und unsere Königsdisziplin war dann zu dritt. Ich war rechts, links war Semi Marbruck und in der Mitte war Jan Kernbach, und dann wir haben dann zu dritt die Welle gemacht so, und es war einfach total cool für uns als Kids, ja. Und dann sind wir mit dem Hut rumgegangen und dann haben echt so Leute so 1 Mark oder 50 Pfennig oder einen Groschen reingeschmissen, dass wir uns danach dann auch mal irgendwie noch ein Eis kaufen konnten. Und ich kann mich einmal erinnern, waren da so 2 Amerikaner, GIs. Ja, die hatten noch ihre Ausgehuniform an und die haben uns tatsächlich 20 Mark in die Mütze reingeschmissen. So 1 Jahr später wurde die Sache dann schon ernster. Dann habe ich so mein Ghetto Blaster schon so mit Eddingstiften so neonblau, neonpink, neongelb so angemalt und so Yo und Breaking und Mr. Robot und so raufgeschrieben. Das waren noch keine Tags, das war auch kein Graffiti, das kannte ich ja damals noch gar nicht. Auf jeden Fall hatten wir dann auch so weiße Handschuhe, Skibrille und haben dann schon so richtig so auf Profi gemacht, obwohl wir natürlich noch voll die Kids waren, ja. Und da hatte ich dann meinen Stammplatz am heutigen Steak-Restaurant am Adenauerplatz. Genau daneben ist eine Nische, die so ein bisschen überdacht war. Und dort habe ich dann fast jeden Tag, auch manchmal alleine mit meinem Kassettenrekorder, Breakdance gemacht. Und es war noch auf Steinboden, direkt auf dem Kurfürstendamm. Ihr müsst euch so vorstellen, bevor die Berliner Mauer gefallen ist, war ja Westberlin, besonders der Kudamm, war der Prachtboulevard. Dort war damals der Kudamm total voll mit Menschen. Und wenn dann laute Musik lief, sind die Leute schon stehen geblieben. Selbst wenn du kein guter Breakdancer warst du trotzdem im Fokus. Und das habe ich natürlich damals schon geliebt, gerade immer mit 10 Jahren dann so, ja. Sommer 84, ich kleiner Bülow mit meinen Kumpels. Naja gut, wir haben dann immer mehr und mehr probiert, unsere Skills im Breakdancing zu verbessern und sind dann immer zu den Großen gegangen und haben geguckt, was die so machen und so, wie welche Tricks die machen und so. Und ich konnte halt leider keinen Windmill, ich konnte auch keinen Headspin. Deswegen musste ich dann auch mit Electric Boogie Moves meinen schlechten Tanzstil so ein bisschen kaschieren, so, weil ich war jetzt nicht der krasseste Power-Move-Typ. Okay, was will man noch erwarten mit 10 Jahren? Auf jeden Fall gab's bei uns das Jugendfreizeitheim Spirale. Das war so wie meine zweite Heimat. Schon mit 8, 9 Jahren habe ich dort auf dem Abenteuerspielplatz regelmäßig aus Brettern und Holz mir so Häuser gebaut, weil jeder konnte da seine eigenen Holzhütten bauen. Und ich war dort schon auch Resident, sag ich mal, ja. Und da gab's einige Leute,
Wie zum Beispiel Rock One und Sven Ulrich, der hat sich damals Dean A genannt und die haben dann die Giants gegründet. Und wir als kleine Kids haben natürlich immer geguckt, dass die Großen, wie die denn so mit dem 850er Edding richtig krasse Tags gemacht haben und die Farbe so verlaufen ist. Die haben das ganze Jugendhaus voll gebombt. Ich habe damals von meinem Onkel Rainer einen eigenen Drumcomputer bekommen. Allerdings hatte der nur Bassdrum, Snare und Hi-Hat. Also 3 Pads hatte ich. Und ich hatte ein Echo-Gerät, wo ich 2 Mikrofone anschließen könnte. Und mein Vater hat mir 2 Technics Plattenspieler gekauft. Allerdings keine MK2, sondern welche mit Riemenantrieb. Aber ich konnte schon ein bisschen scratchen. Und hab da dann schon mit meinen alten Nachbarn Wolle so Demos aufgenommen, die wir dann im Tonstudio in der Spirale dann nochmal richtig neu recorded haben. Es war richtig geil. Mit Fostex, Bandmaschinen, 8 Spur, riesiges Mischpult. Der Tontechniker damals, sein Name war Rupert, er war eigentlich derjenige, der mir das erste Mal die Möglichkeit gegeben hat, im Tonstudio alleine vors Mic zu gehen. Ich habe dann da so ein bisschen rumgespielt und so ein bisschen Fake Ami Breakdance Music, für mich gab's das Wort Rap Music damals noch nicht, so nachzusprechen und auch so ein bisschen so die Scratches so ein bisschen so Vocal Scratch so voll toymäßig nachgemacht. Und da gab es einen, der schon richtig gut Beatbox konnte. Sein Name war Becker. Becker hat zusammen mit Raphael Kressmann, CK1, schon richtig fett Human Beatbox Sounds gemacht. Und ich so im Studio immer gehört, so wenn oben der Bass war, wenn unten im Erdgeschoss wir Billard gespielt haben und oben im 2. Stock im Tonstudio durchs Treppenhaus diese Bassline gerührt hat. Alter, die sind wieder oben, die machen wieder Beatbox. Krass. Weil wir kannten das schon, weil ich war damals schon ein Fan von den Fat Boys. Dougie Fresh war für mich auch auf jeden Fall schon voll am Start, weil ich das natürlich auch von Beat Street dann später kannte, wie er da in der Weihnachtsshow, in der Christmas Show Clickrolls gemacht hat. Und das Ganze war einfach total geil, dass wir dann halt im Tonstudio 1987 dann auch angefangen haben, unsere eigenen Beatbox-Sounds aufzunehmen. Richtig schlecht, aber schon richtig mit Bandmaschine und richtig professionellen Neumann-Mikrofon, also wirklich High-End. Dann habe ich halt so angefangen, so mit meinen Kumpels, mit Wolle, mit seinem Bruder Rainer, Sandra, Clara und Carolina. Die haben bei uns im Kiez gewohnt und wir waren in unserer Kinderclique halt alle immer zusammen. Die haben wir auch mit ins Tonstudio geholt und die haben sogar echt noch den Refrain gesprochen. Irgendwie, es war irgendwie so, give me some dollars, no, please, give me some dollars, no, please. Ganz skurril auf jeden Fall. Und haben wirklich unseren ersten Rap-Song 1987 im Studio aufgenommen. Mein Englisch war so schlecht, das war Denglisch. Ich habe so ein paar Sachen kopiert und ein paar Sachen einfach schlecht nachgesprochen, weil ich gar nicht die echten englischen Vokabeln kannte von den Rap-Songs, weil ich mir immer nur angehört habe. Pause, Stopp, Play, Pause, Stopp, Play und irgendwie probiert es nachzumachen und dann mir meinen eigenen Rap-Text geschrieben. Nun war das so, dass wir, wenn wir im Jugendhaus Spirale rumgehangen haben, haben wir natürlich auch gemerkt, dass das Haus immer mehr zugetagter wurde. Es wurde immer mehr rumgebombt und überall waren Tags. Und wir fingen dann langsam an, auch richtig mal so mit Taggen zu üben, ja. Allerdings hat es natürlich den Erziehern nicht gefallen, dass wir da einfach alles so voll bomben. Da haben die gesagt, okay, pass mal auf, wir machen jetzt mal einen Workshop. Dann wurden professionelle Airbrush-Leute zu uns eingeladen ins Jugendhaus. Die haben dann alle so mit uns zusammen, haben wir dann so T-Shirts angemalt und Sachen angesprayt mit Airbrush. Das war natürlich total geil, weil wir konnten auch Siebdruck machen, so uns irgendwie schon so Motive drucken und die dann mit Airbrush so ausbrushen, weil wir kannten das natürlich, weil Adrian schon zu der Zeit von der BBC Crew aus Paris Airbrush-T-Shirts von Ski vertickt hat. Es gab einen wichtigen Moment, als Shaq und Rose, aka Dask, rest in peace, David, dass die beiden den Auftrag bekommen haben, unser Jugendhaus Spirale frontal komplett mit Graffiti zu bemalen. Es war total geil. Shaq hat da so eine Spirale gemalt so, mit Steinen und so, und Rose hat dann da so ein Duckpiece gemacht, richtig Full Color. Und dann kam sogar noch die Freestyle-Rap-Legende, mein alter Homie Basic, auch leider verstorben, Dimitri
Rest in Peace. Basic hat auf der Rückseite von der Spirale dann noch ein Window Down unter den Fenstern, riesiges BAS, wie Niklas Bass 2, aber er hat auch ein Bass für Basic gesprüht. Richtig geil. Und dann war das so, dass die Giants Crew ganz speziell natürlich da Rock, Deco, Miguel, das waren so die Heroes für uns, die richtig geile Bilder schon so in Schöneberg und in Wilmersdorf und so gemalt haben. Einer meiner wichtigsten Freunde damals, Thomas Einert, der saß in der Emser Schule genau neben Rock, neben Amoks Bruder, Mehmet. Immer wenn Thomas von der Schule nach Hause kam, hat er mir und unseren verstorbenen Freund Patrick Oertel, Ruhe in Frieden, immer die ganzen geilen Skizzen von Rock gezeigt. Teilweise voll zerknittert, weil Mehmet hat die einfach dann nicht gut gefunden, hat sie in den Müll geschmissen und Thomas hat sie wieder aus dem Müll rausgeholt. Und manchmal hat Memo auch extra für Thomas coole Skizzen gemalt und der kam immer mit dem ganzen Block voll vielen mega geilen Rock-Skizzen an. Ich wollte unbedingt einen Namen mit Z haben. Habe ich im englischen Wörterbuch geguckt. Z-E-A-L. Wow, geile Buchstaben. Und somit hatte ich dann den Namen Seal mir gegeben. Fand ich total geil und hab dann immer rumgetaggt, Seal und wollte aber dann mit Thomas Einert auch mal endlich ein Graffiti sprühen gehen. Dann sind wir hinter den Friedhof Halensee, dort wo jetzt das ICE-Yard seit einigen Jahren schon ist. Da ein bisschen um die Ecke war natürlich die Deutsche Reichsbahn und auch die Bundespolizei oder beziehungsweise die Bahnpolizei der Deutschen Reichsbahn, aber wir hatten damals keinen Schiss und das war wirklich so Frühling 1988. Und dann haben wir so beide so unsere ersten Skizzen, die wir so vorher gezeichnet haben. Natürlich, muss ich sagen, voll inspiriert von Subway Art. Ich weiß noch ganz genau das Ziel. Schwarze Outlines habe ich zuerst gemacht und dann mit Rot ausgemalt. Richtig geil. Mein erstes Graffiti und das direkt schon an der Trainline. Das hat uns natürlich voll so motiviert, an unserem Jugendfreizeitheim auch zu sprühen. Weil da waren ja schon die ganzen Masterpieces und so. Und da gab es dann halt einen Workshop, wo Asek von der AC Crew, Bass 2, Cage, Zone von AC Crew und ich glaube Nia Bonjour von der Giants Crew. Die haben damals von der Spirale Sprühdosen bekommen, weil die schon die größeren waren und die auch schon was drauf hatten, die eine große Wand zu malen. Richtig geil. Und wir natürlich, wir wollen auch malen, was ist hier los? Hier ist unser Jugendhaus und ihr holt die Großen hier, dass die malen, wir wollen auch malen. Und dann hat einer der Erzieher mir 300 Mark gegeben. Bülow, geh mal zu Karstadt in der Wilmersdorfer Straße und kauf für 300 D-Mark Spraydosen. Und dann haben wir uns die Dosen aufgeteilt und dann habe ich mein erstes buntes Zielbild gemacht. Ich weiß noch, braune Outlines, beige und Elfenbein Fill-In mit hellblauen Bubbles und so. Es war total geil. Und dann kam mein Klassenkamerad Flori zu mir und er meinte, dass sein alter Nachbar, Oldschool-Sprüher, Roland, der hat sich damals Spite genannt, der hatte angeblich eine Übungswand neben dem Lochobad, dem großen Freibad Wilmersdorf, hinterm Fußballplatz. Die Wand müssen wir finden. Flori, zeig uns, wo die Wand ist. Wir denn da alle hingegangen und so, oh geil, da waren dann so Oldschool-Tags und so, aber die Wand war groß genug. Und dann haben wir echt knallhart uns Sprühdosen besorgt und dann sind wir da hingegangen und dann habe ich da, glaube ich, hintereinander in einem kurzen Zeitraum 4, 5 Bilder gemalt. Und dann hatte ich Geburtstag und zu meiner Geburtstagsparty habe ich mir gewünscht, dass mir jeder von meinen Freunden zum Geburtstag eine Sprühdose schenkt. Und dann ging es natürlich wieder zur Übungswand, nur dann haben uns die Gärtner von dem Fußballverein regelmäßig da verscheucht. Und wir wollten auch nicht gebastelt werden, weil wir da irgendwie an der Wand sprühen. Und dann haben wir am Bahnhof Westkreuz einen alten Deutsche Reichsbahn Stellwerkturm entdeckt. Der war eigentlich genau neben dem Bahnhof, aber so unscheinbar, weil er total durchwachsen war mit Blättern und mit Lianen und Gestrüpp und so. Und wir haben das alles abgehackt mit der Säge und mit einem Buschmesser und so und haben da eine Leiter reingestellt, haben gefegt, haben sauber gemacht, dass man vom Erdgeschoss oben mit einer Leiter in den ersten Stock rein konnte. Den haben wir dann total sauber gemacht, haben da irgendwelche Sessel, Sofas, Kissen, Decken, einen Tisch reingestellt und haben uns die Wände angesprüht. Ich weiß noch, ich habe da noch ein Bild dran gesprüht, Home Sweet Home und
Des hat da noch ein Bild gemalt mit Steo und die Spandau haben an einer anderen Wand. Es war so geil. Es war sozusagen unser Treffpunkt. Das war das sogenannte Westkreuzhaus. Es war dann auch so, immer bevor wir zum S-Bahn fahren gegangen sind, haben wir uns in diesem Haus getroffen. Naja, wie es halt so ist, das geht halt nicht immer gut. Natürlich ist klar, wenn da 60, 70 Leute jeden Tag einen ganzen Sommer lang Action machen, spricht es irgendwann rum. Und dann kam da echt mehrere Male die Polizei. Und dann haben wir später erfahren, ein paar wurden verhaftet und so. Und die Bahnpolizei hat auch Fotos gemacht und so von dem Haus und so. Halt ein bisschen Stress, weil da waren noch Nero dabei und Peko und die ganzen Wannsee-Leute von ASM-Crew und so. Und wir waren alle zusammen eine riesige Gang. Auf jeden Fall haben wir uns dann wieder mehr konzentriert auf die S-Bahn-Line. Ich hatte dann das Glück, dass ich dann mit einigen aus Zehlendorf, zum Beispiel Sekt, aber nicht Sekt von K.O. Crew, sondern der Zehlendorfer Sekt, der damals in der gleichen Klasse mit Sacke von PFC und mit Chaot in der gleichen Schule, in der Brøndby-Schule war. Er wusste schon, wie man zusammen mit Steo und Difo Zehlendorf im Layup an die S-Bahn malen konnte. Und so kam das dann halt, dass wir dann im Frühsommer 1990 unseren ersten Train gemalt haben in Zehlendorf. Direkt auf dem Laufsteg im Schneidersitz ein Panel gemalt. Und ich guck so nebenan, Sekt malt schon ein riesiges Top-to-Bottom-S und mein alter Kollege und Homie Dair, der hat Top-to-Bottom eine riesige Sprühdose mit Armen und Beinen und Gesicht gemacht. Also richtig geil. Und Difo und ich malen da unsere kleinen Panels so. Also es war einfach total krass, ja. Und natürlich war das dann so, dass ich unbedingt noch mit meinem Holker machen wollte. Ein Panelpiece mit 2, 3 Sprühdosen zu malen, nachts im Layup, kein Thema. Charlottenburg oder Westkreuz mal schnell einen Train zu malen, das haben wir oft gemacht. Aber wirklich einen geplanten Holker zu machen, war für uns eine riesige Challenge, weil wir halt diese Dosen erstmal haben müssten. Das natürlich auch dann am Train geil aussieht und das alles ein Konzept hat. Ich war nie so mit Silber, so einfach nur Silber und Schwarz so. Haben wir natürlich auch gemacht, aber ich wollte meinen ersten Holker Full Color machen. Wie ich es in New York bei Scene, Lee, Dondi und so gesehen habe, meine Vorbilder. Natürlich hatte ich nicht diesen Style, aber ich hatte die Inspiration, auch sowas zu machen. Mein Partner Chaot und ich, wir hatten ein Layup im Osten. Wir wussten, da steht ein Zug. Da hatten wir durch eine andere Aktion schon Leitern versteckt. Der Zug ist heute Nacht unser. Und dann sind wir da echt hingefahren, haben uns erstmal so im Gebüsch versteckt, haben noch einen Joint gebaut und so alles abgecheckt und so und merkt, ey, hier ist Paradies, hier ist heute nichts los. Und dann auf die Leiter und dieses riesige S vorgezogen, Fatcaps, alles ausgemalt, so altrosa und Aprikose, beige, die Buchstaben, den Hintergrund mit Samtlieder und mit Flieder, so richtig geil. Der Arm hat schon richtig wehgetan und man ist so 7, 8 Schritte, 10 Schritte nach hinten gegangen, dass man so den ganzen Waggon sehen konnte. Jetzt mache ich meine roten Outlines. Schatten noch gemacht, so weiße Highlights und dann am Ende dann die Fotos. Wie geil war das denn? Unser erster Holker. Heutzutage ist es ganz normal, wenn man sowas sieht, ja. Aber für damalige Zeiten war das nicht normal. Es gab natürlich schon einige Leute, die Holcars gemacht haben, aber jetzt so richtig, für uns war das so das Nonplusultra, das, was wir aus New York kannten, dass wir das halt auch in unserer Stadt Berlin durchführen konnten. Mein Hood war ja eigentlich immer so S-Bahnhof Charlottenburg, S-Bahnhof Grunewald, S-Bahnhof Westkreuz, Saviniplatz, so diese Gegend, ja. Weil die Ringbahn ist ja damals nicht gefahren, die gab's nicht, die war stillgelegt seit den 80er Jahren. Somit war die Stadtbahn, wo ich am liebsten gebombt habe und auch am liebsten meine Pieces gemalt habe. Trotzdem hat's uns natürlich gereizt, neben der langen S-Bahn-Strecke zwischen Grunewald und Nikolassee, wo man gut surfen konnte und wo alle immer Outset-Text gemacht haben, wo wir uns getroffen haben, dass ich auch auf die S-Bahn-Linie 1 und auf die S-Bahn-Linie 2 wollte. Also, klar, musste ich natürlich zur Friedrichstraße. Und dort waren die ganzen Graffiti-Writer aus ganz Berlin. Es war immer richtig voll, da war immer richtig was los. Die ganzen Oldschooler haben den Platz damals legendär gemacht und wir als zweite Generation sind dann auch regelmäßig hingegangen und haben einfach richtig Spaß gehabt, weil dort konnten wir optimal die besprühten Graffiti-Züge fotografieren. Die Züge, die da vorbeigefahren sind, sie mussten immer Friedrichstraße halten, dann konnte man schön mit seinem Fotoapparat ein schönes Bild machen, bevor der Zug weitergefahren ist. Es gab damals einen Zugschaffner, der hieß Manne oder Enam 12,
der hat immer die Züge erst abfahren lassen, wenn wir saubere Fotos gemacht haben. Der hat dann gesehen, da ist ein Sprüher, die sind mit dem Fotoapparat, knipsen da gerade den Zug und erst dann hat er dann an seiner Ansagersäule Zug S1 nach Wannsee zurückbleiben und dann gingen die Türen zu und ist der Zug losgefahren. Das war natürlich voll geil, weil diese Säule, was der da gesagt hat, hat man im ganzen Bahnhof gehört. Und es war natürlich perfekt. Ich hatte auch einen Dreikantschlüssel, immer zu dieser Säule hingegangen mit Laser und auch mit DJ Mazia und mit Kobold und natürlich mit meinem Man Maxim haben wir dann zu zweit Beatbox gemacht und der ganze Bahnhof über die Lautsprecheranlage hat unsere Beatbox gehört. Das war total geil, ja. Also Friedrichstraße war wirklich wie unser zweites Wohnzimmer. Weil die legendäre Bank, die komplett vollgetaggt war, alles vollgesprüht. So, du hast immer gesehen, welche Writer treiben sich da rum. Anhand der Tags konnte man immer sehen, wer ist gerade da und wer hat sich hier gerade so verewigt. Hatten wir eine Steckdose neben der Bank. Dort konnten wir perfekt unseren Ghetto Blaster, unseren Kassettenrekorder anmachen und dann einfach Mucke hören. Klar, wurden wir öfter gestresst von so Wachschutzleuten, die dann da mit ihrem Schäferhund mit Maulkorb ankamen und uns verscheuchen wollten. Aber ganz ehrlich, wir haben die damals verarscht, wir haben Witze gemacht und dann kam da Wachschutz von allen Seiten, richtig krass und wir alle geflüchtet, weggerannt, mit den Zügen weggefahren. Nach einer Stunde wieder Friedrichstraße hingefahren, war wieder alles weg. Aber es war natürlich auch krasser. Ab und zu kamen die Graffiti-Soko in Zivil. Sonderkommission Graffiti in Berlin. Muss man sich vorstellen. Kommen da so 2, 3 Männer an, alle so in Zivil und machen auf Kumpel. Hey Bülow, wie sieht's aus, na? Hast mal wieder einen schönen Train gemalt, wa? Und wie sieht's aus? Hey Poet, na? Alles klar und so. Die haben so auf Kumpels gemacht. Die haben uns einfach vor allen Leuten mit unseren Namen angesprochen. Es war auch deren Taktik. So ein bisschen so eine Einschüchterungstaktik von wegen, sie wissen ja, wer wir sind, sie wissen, wie wir heißen. Klar, einige von den Cops waren auch schon bei uns zu Hause wegen Hausdurchsuchungen und so, aber eigentlich war es uns egal. Wir haben weiter unser Ding gemacht und, was? Ich kenne Sie gar nicht. Was wollen Sie hier? Ach Bülow, was soll denn das? Hast doch hier Farbe an der Hose. Ja, das habe ich in der Schule beim Kunstunterricht, ist mir der Farbeimer umgefallen. Ho, ho, ho. Ah Bülow, was ist denn los? Was denn mit der Sprühdosenfarbe an deinen Schuhen? Hast du gestern irgendwie Weidmanns Lust beim Trainmalen irgendwie dir den Schuh dreckig gemacht? Weidmanns Lust, da war ich noch nie. Was für ein Train, ne? Gestern war ich da bei meiner Freundin, der im Kino. Hä? Also es war immer ein Katz und Maus und ein Hin und Her, ja? Klar. Und das Krasse war halt, im Bahnhof Friedrichstraße waren die Intershops. Dort konnte man zollfrei Alkohol und Zigaretten kaufen. Was natürlich dazu folgte, dass da andauernd irgendwie Penner und Alkoholiker sich rumgetrieben haben, die denn da irgendwie schon morgens um 10 2, 3 Flaschen Wodkas da in der Clique geleert haben. Naja, dementsprechend kam natürlich auch der Zoll, weil Leute da zollfrei Zigaretten und Alkohol gekauft haben. Du durfst natürlich pro Person ab 18 Jahren nur eine Stange Zigaretten haben und da gab's Leute, die mit Sporttaschen einfach 20, 30 Stangen Marlboro-Zigaretten gekauft haben und nach West-Berlin gefahren sind. Wenn die erwischt wurden, haben die eine Anzeige bekommen und mussten richtig Zoll nachzahlen, ja. Und das gleiche auch mit dem Alkohol. Man durfte irgendwie eine Flasche Alkohol ab 18 haben und manche Leute haben da einfach 5, 6 Flaschen gehabt und wollten einfach die Sachen da kaufen, weil die natürlich viel billiger sind als im Supermarkt. Friedrichstraße war auf jeden Fall der wichtigste Graffiti-Corner, den wir jemals in Berlin hatten, weil egal zu welcher Uhrzeit du gekommen bist, ob du früh morgens, mittags, nachmittags oder abends da warst, du hast irgendwie immer einen Sprüher getroffen. Da waren The Fanatic Boys, Ghetto Stars, Glorious Five Artists, Art Gangster Syndicate, 147er, später dann halt haben die ganzen anderen Crews, CMD und das hat sich dann so richtig zu einem riesigen Meeting Point entwickelt, ja, also es war total geil. Wenn man sich überlegt, dass es damals halt noch Geisterbahnhöfe gab, weil ihr müsst euch vorstellen, hier war Gesundbrunnen, in der Mitte war Friedrichstraße und dann war hier wieder Anhalter Bahnhof. Und dazwischen waren die Bahnhöfe Potsdamer Platz, unter den Linden, Oranienburger Tor und Nordbahnhof. Die Bahnhöfe waren zu DDR-Zeiten komplett geschlossen. Das waren Geisterbahnhöfe, weil dort haben DDR-Grenzpolizisten mit Kalaschnikow geschaut, dass nicht irgendwelche Leute Republikflucht machen können. Vielleicht irgendwelche DDR-Bürger, die möglicherweise sich einen Tunnel an die S-Bahn ranspringen und dann irgendwie nach West-Berlin flüchten wollen. Also es war richtig krass. Und für uns als Westberliner, die mit der U und der S-Bahn durch diese Geisterbahnhöfe durchgefahren sind, war es immer sehr schaurig, weil das Licht war sehr dunkel. Es war
alles voll dirty und du hast dann immer nur diese Schatten gesehen von den Leuten mit Maschinengewehr und hast so Storys gehört, angeblich Selbstschutzanlagen, Bluthunde, die da nur warten an Ketten und so und Bewegungsmelder, Lichtschranken. Das war schon ein krasses Mysterium. Und als denn der 9. November zu Ende war und die Mauer dann so einigermaßen geöffnet wurde, hatten wir die Idee, wir wollen zum Potsdamer Platz auf den Geisterbahnhof und wollen dort ein Piece in dem stillgelegten Bahnhof malen, weil die Züge ja immer ganz langsam vorbeifahren mit gedämmtem Licht. Da waren schon einige Pieces auf jeden Fall. So, und wir wollten unbedingt auch eins machen. Wir sind dann von Friedrichstraße Richtung Anhalter Bahnhof gefahren, mit der S-Bahn. Dann hieß es, ey Leute, wenn jetzt gleich der Bahnhof kommt, Potsdamer Platz, müssen wir aus der fahrenden S-Bahn rausspringen. S-Bahn sind extra ein bisschen langsamer gefahren, dass die so alles ein bisschen checken konnten. Und das war voll krass, weil die Türen gingen ja voll einfach auf. Und dann, ich renne so und du bist voll schnell. Du rennst und wirst dann immer langsamer. Ihr müsst euch vorstellen, die Bahnhöfe hatten, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7 Zentimeter Staub, der da irgendwie 20 Jahre sich eingesammelt hat. Das waren ja Geisterbahnhöfe, da wurde ja nicht geputzt, da war ja alles dreckig. An den Bahnhöfen war teilweise noch die Werbung, irgendwie aus den 50er Jahren oder so, ja, so richtig krass. Und ich sehe nur hinter mir aus dem Augenwinkel auch so die Leute, Stuss, Chaot. Ich höre so hinter mir, wie Bommel voll auf die Fresse geflogen ist beim Abspringen und sich voll die Hände aufgeschnitten hat. Und seine Dosen liegen da überall und so. Es war voll krass. Wir haben ihm erstmal geholfen, ein bisschen verarztet und so. Dann kam schon der nächste Zug, wir uns hinterm Pfeiler versteckt und dann waren wir in dem Bahnhof drin. Dann haben wir uns jeder eine Stelle gesucht, wo wir jetzt unser Piece malen. Und wir hatten ja immer nur so 6, 7, 8 Minuten Zeit, bis der nächste Zug kam. Und dann wieder hochklettern aus den Gleisen raus, hinterm Pfeiler verstecken, um dann im besten Falle nicht gesehen zu werden und danach wieder weiter zu sprayen. Weil es war Betrieb, es war nicht Betriebsschluss. Voll krass. Ja, dann haben wir da alle unsere Pieces gemacht und so. Was machen wir jetzt? Wir können ja nicht auf dem fahrenden Zug wieder aufspringen. Das geht gar nicht. Dann sind wir da irgendwie durch den Tunnel gelaufen, Potsdamer Platz. Und dann hat's da hinten so ein bisschen geleuchtet, so ein bisschen Mondlicht und eine Laterne. Und dann war da wirklich ein ganz, ganz alter S-Bahn-Notausgang. So mit so einem Vorhängeschloss auf DDR-Zeiten noch und so, also richtig so Grenzstyle. Und dann haben wir das irgendwie so mit so einem Spaten, den wir gefunden haben, so kaputtgeschlagen. Und dann kamen wir da wirklich im Todesstreifen am Potsdamer Platz, wo heute das Sony Center und alles High-End ist und so. Das war eine der größten Industriebrachen in Europa. Da sind wir da rausgekommen so, voll Optik, ist jemand, sieht uns keiner, nee, schnell raus. Also zum Glück waren da keine Selbstschutzanlagen mehr oder Minen oder so, ja, oder Bluthunde, weil ein paar Monate vorher war ja noch richtig da Todesstreifen, da haben die Leute geschossen vom DDR-Wachturm und so, ja. Also es war wirklich richtig Cold War Situation. Aber wir hatten richtig geil Bahnhofspiece unten gemacht und bis dann diese Geisterbahnhöfe aufgemacht wurden, hat es noch 1, 2 Jahre gedauert, dann wurden die saniert und so und es hatte noch richtig lange sich hingezogen und mein Piece war wirklich das allerletzte, was entfernt wurde. Also es ist richtig geil. Ich habe da noch ein Foto in meinem Blackbook, was dann sogar noch so von 92 oder so ist, so, ja, also richtig geil. Also die Aktion hat sich auf jeden Fall gelohnt. So kam das dann auch, dass wir uns immer mehr fokussiert haben auf legale Wände, die wir richtig ausgearbeitet, nicht nur so unseren Schriftzug, sondern auch dazwischen Charakter und dem Hintergrund auch eine Landschaft oder ein richtiges Thema. Das hat mir so richtig Energie gegeben, dass ich dann auch kaum noch irgendwie in Yards gegangen bin und so eigentlich wirklich mich voll auf legales Sprayen konzentriert hatte. Ich möchte natürlich betonen, dass es illegale Handlungen waren. Auch wenn wir damals jugendlich waren, möchte ich nicht, dass ihr heute sowas nachmacht. Ich möchte auch nicht aufrufen, dass ihr, wenn ihr dieses Video seht, dass ihr euch ermutigt fühlt, jetzt da irgendwie einen Zug anzusprühen. Das waren halt damals andere Zeiten und wir wollten diesen Hip-Hop-Flavor einfach leben.